Diana befand sich in einem Moment äußerster Zerbrechlichkeit, als sie mit dem Finger über den Bildschirm ihres Handys glitt und nach jemandem suchte, der sie trösten konnte. Doch nachdem sie all ihren Einfluss und Status verloren hatte, wurde ihr bewusst, dass niemand bereit war, diese Last mit ihr zu teilen. In diesem Augenblick tauchte eine Gestalt aus ihrer Vergangenheit auf und ließ sie die wahre Bedeutung von Freundschaft erkennen. Ich hoffe, dir gefällt diese Geschichte. Diana lag dort, allein in einem Krankenhausbett, wo die Stille noch intensiver wirkte, weil das bunte Treiben der Partys, die einst zu ihrem Alltag gehörten, nun fehlte. Sie hätte sich niemals vorstellen können, diesen schwierigen Moment so einsam durchstehen zu müssen. Eine Welle der Traurigkeit und Verletzlichkeit überkam sie. Da unterbrach ein sanftes Klopfen an der Tür, die erdrückende Stille. Der leere Raum wurde plötzlich von einer vertrauten Präsenz erfüllt. Isabels Ankunft brachte eine unerwartete Hoffnung mit sich. »Du bist gekommen, Isabel«, rief Diana überrascht und erleichtert aus, als sie ihre Freundin neben sich sah. »Natürlich bin ich gekommen, meine Liebe. Ich würde dich niemals alleine da durchgehen lassen«, antwortete Isabel und beugte sich vor, um sie zu umarmen. Diese einfache Geste spendete inmitten der Verzweiflung unermesslichen Trost. Die Geschichte dieser beiden Frauen war bereits seit über 2 Jahrzehnten eng miteinander verwoben. Alles begann an einem bedeutenden Tag, als 2 Teenager ihren ersten Schultag in einer neuen Umgebung erlebten. Ihre Verbindung entstand auf natürliche Weise, als wären ihre Wege dazu bestimmt gewesen, sich zu kreuzen. Es fühlte sich an, als würden sie einen verlorenen Teil von sich selbst wiederfinden. Diana, extrovertiert und voller Energie, strahlte überall Begeisterung aus, während Isabel, zurückhaltender und beobachtender, alles mit ruhiger Tiefe aufnahm. Trotz ihrer Unterschiede ergänzten sie sich auf einzigartige Weise. Ihre Freundschaft war so stark, dass es schien, als würden sie nicht nur Gedanken und Gefühle teilen, sondern auch ihre Seelen. Neben dieser tiefen Verbindung wiesen ihre Lebensgeschichten viele Parallelen auf. Beide waren Einzelkinder alleinerziehender Mütter und wuchsen in einem Viertel auf, in dem diese Realität weit verbreitet war. Besonders in ihrer Jugend zeigte sich ihre Freundschaft als unerschütterlich. Dianas Mutter erhielt die Diagnose Brustkrebs, ein schwerer Schicksalsschlag für eine junge Frau, die sie immer als ihre größte Stütze betrachtet hatte. Die Frau, die einst Sicherheit und Geborgenheit bot, wurde nun selbst zerbrechlich und verletzlich. In Zeiten der Angst und des Schmerzes stand Isabel ihr bedingungslos zur Seite. Als Dianas Mutter den Kampf gegen die Krankheit verlor, fand sie in Isabels tröstender Umarmung die Kraft, mit diesem unermesslichen Verlust umzugehen. Ohne nahe Verwandte in der Stadt schien es unausweichlich, dass die unzertrennlichen Freundinnen getrennt würden. Diana sollte in eine andere Stadt ziehen, um bei einer entfernten Tante zu leben, fernab von allem, was sie kannte. Der bloße Gedanke an diese Trennung war für beide unerträglich. Da griff Isabels Mutter ein, die Diana ins Herz geschlossen hatte und die tiefe Verbindung der beiden Mädchen erkannte. Mit viel Feingefühl setzte sie sich dafür ein, dass Diana bei ihnen bleiben durfte. So waren sie nicht nur Freundinnen, sondern teilten nun auch ein Zuhause. Als Schwestern im Herzen hegten sie große Träume für die Zukunft. Isabel wollte in der Stadt ein Restaurant eröffnen, die wahre Liebe finden und eine Familie mit mindestens 3 Kindern gründen. Diana hingegen träumte davon, die Welt zu erkunden, verschiedene Orte zu bereisen und die pulsierende Energie einer großen Metropole zu erleben. Trotz finanzieller Schwierigkeiten verloren sie ihre Ziele nie aus den Augen. Jede sich bietende Gelegenheit wurde bestmöglich genutzt. Isabel begann in einem kleinen örtlichen Restaurant zu arbeiten, nicht nur um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, sondern auch um zu lernen und Erfahrungen zu sammeln. Diana hingegen fand eine Anstellung in einer bescheidenen Eventagentur und tauchte in die aufregende Welt der Veranstaltungen ein. Die Zeit verging und aus den Teenagern wurden junge Frauen. Obwohl sie weiterhin zusammenlebten, begannen ihre Lebenswege sich allmählich zu unterscheiden. Isabel fand die Liebe ihres Lebens und stand kurz vor der Hochzeit.
Gemeinsam mit ihrem Verlobten plante sie, ein kleines Restaurant zu eröffnen und so ihren Traum zu verwirklichen. Gleichzeitig nahm auch Dianas Karriere Gestalt an. Nach Jahren harter Arbeit erhielt sie ein Angebot für eine renommierte Eventagentur in einer pulsierenden Metropole zu arbeiten. Ihre Zukunftspläne schienen sich endlich zu erfüllen. Isabels Hochzeit war nicht nur ein Moment der Freude, sondern auch ein Abschied zwischen den Freundinnen. Am nächsten Tag würde Diana aufbrechen, um ein neues Kapitel ihres Berufslebens zu beginnen. Am Ende der Feier umarmten sie sich lange, im Bewusstsein, dass dies ein endgültiger Moment war. »Versprich mir, dass du mich besuchen kommst, sobald du Zeit hast«, sagte Diana und hielt Isabel noch immer fest in den Armen. »Natürlich werde ich das. Ich werde meine Schwester so sehr vermissen«, erwiderte Isabel mit Tränen in den Augen, bereits auf den Abschied vorbereitet. Und so trennten sich ihre Wege. Isabel widmete sich mit ganzer Hingabe der Erfüllung ihres Traums und ihr kleines Restaurant wurde schnell so erfolgreich, dass es erweitert werden musste. Mit 2 Kindern und Plänen für ein drittes erfüllte sich ihr Leben mit Glück und Errungenschaften. Trotz der Herausforderungen, die das Leben ihr auferlegte, fand sie Freude daran, ihre Ziele zu erreichen. Währenddessen, Kilometer entfernt, schlug Diana ihren eigenen Weg in der dynamischen Welt einer großen Eventagentur ein. Umgeben von Konzerten, renommierten Künstlern und exklusiven Partys, lebte sie in einer pulsierenden Umgebung. Nach und nach baute sie sich in der hart umkämpften Arbeitswelt einen Namen auf und erlangte Respekt und Anerkennung für ihr Talent und Engagement. In den ersten Monaten nach der Trennung hielten die beiden Freundinnen regen Kontakt, tauschten enthusiastische Nachrichten und Anrufe über ihr Leben aus. Doch mit der Zeit wurden Dianas Antworten seltener, ein Spiegelbild ihres immer hektischeren und volleren Terminkalenders. Was einst eine enge und präsente Freundschaft war, beschränkte sich schließlich auf Glückwünsche zu Geburtstagen und besonderen Anlässen. Es gab keine Streitigkeiten oder Meinungsverschiedenheiten, nur eine stille Entfremdung. Diana war nicht da, als Isabels Kinder geboren wurden oder als ihre Mutter verstarb. Selbst wenn sie sich entschuldigte, schien ihr Berufsleben immer Vorrang zu haben. Isabel verstand, dass das Leben manchmal unterschiedliche Wege einschlägt, die unweigerlich zu Trennungen führen. Währenddessen vertiefte sich Diana immer mehr in ihren hektischen Lebensstil, umgeben von einem Netzwerk aus Freunden und Kontakten. Ihr beruflicher Erfolg zog viele Menschen an und sie war selten allein. Ihr Zuhause war ein Synonym für Bewegung und Feierlichkeiten, ein Spiegelbild ihrer glänzenden Karriere. Zwischen Reisen, Treffen mit einflussreichen Persönlichkeiten und unzähligen Verpflichtungen gab es eine Konstante in ihrem Alltag, eine unbeantwortete Nachricht auf ihrem Handy. Es war Isabel. Ihre Freundin hörte nie auf, ihr Nachrichten zu schicken oder einfach nur Hallo zu sagen, um ihre Zuneigung zu zeigen und die Freundschaft am Leben zu halten. Diana jedoch schob ihre Antwort immer wieder auf und versprach sich selbst, dass sie antworten würde, wenn sie mehr Zeit hätte. Doch die Zeit verging und eine Antwort kam nie. Zwischen Veranstaltungen und Verpflichtungen wurde Isabels Präsenz in ihrem Leben immer schwächer, verloren im Trubel ihrer Karriere und in der Illusion der Selbstgenügsamkeit. Inmitten dieses ständigen Laufens entschied sich Diana schließlich dazu, einen Arzttermin zu vereinbaren. Sie hatte diesen Termin lange hinausgezögert, doch ein anhaltendes Unwohlsein ließ sie erkennen, dass sie es nicht länger ignorieren konnte. Nach einer Reihe von Untersuchungen erhielt sie eine niederschmetternde Nachricht. Die gleiche Krankheit, die ihre Mutter getroffen hatte, hatte nun auch sie erwischt. Die Worte des Arztes trafen sie wie ein Schlag und ließen sie erstarren. »Diana, es tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen, aber Sie haben zu lange gewartet, um Hilfe zu suchen. Die Krankheit ist bereits in einem sehr fortgeschrittenen Stadium und leider gibt es nur noch begrenzte Behandlungsmöglichkeiten. Wir werden mit einer palliativen Betreuung beginnen, um Ihnen mehr Komfort zu bieten«, sagte der Arzt mit einer Mischung aus Mitgefühl und Ernsthaftigkeit. Plötzlich verloren Partys und Verpflichtungen ihre Bedeutung, ersetzt durch die harte Realität der Krankheit und die Zerbrechlichkeit ihrer Situation. Während die Krankheit voranschritt, schwand ihre Energie und das Strahlen ihres sozialen Lebens verblasste.
Ohne den früheren Status und Einfluss begannen auch die Menschen um sie herum zu verschwinden, so dass sie sich ihrem Kampf allein stellen musste. Doch inmitten der Dunkelheit, die sie umgab, kam eine Erinnerung in ihr auf. Die unbeantworteten Nachrichten von Isabel. Kümmerte sich ihre Freundin noch um sie? Endlich fand Diana den Mut, auf eine dieser Nachrichten zu antworten und über ihren Zustand zu berichten. Und kurze Zeit später war Isabel da, an ihrer Seite, im Krankenhauszimmer. »Isabel, danke, dass du gekommen bist. Wie geht es deinen 3 Kindern und dem Restaurant?« fragte Diana besorgt um das Leben ihrer Freundin. »Ich habe jetzt 4 Kinder«, antwortete Isabel mit einem amüsierten Lächeln. »Ich habe letztes Jahr noch eins bekommen. Scheint, als würde ich bald eine Kita eröffnen«, scherzte sie, um die Stimmung etwas aufzulockern. Dann brach Diana das Schweigen. »Isabel, es tut mir so leid, dass ich so abwesend war, dass ich in den wichtigsten Momenten deines Lebens nicht da war und deine Nachrichten nie beantwortet habe. Und jetzt bist du hier bei mir, obwohl du bei deiner Familie sein solltest. Sag nichts mehr, Diana. Ich weiß es einfach«, unterbrach Isabel sie sanft und hielt die Hand ihrer Freundin liebevoll fest. »Es gibt keinen anderen Ort, an dem ich jetzt sein sollte, außer hier, an deiner Seite. Wir sind Schwestern, erinnerst du dich?«, sagte Isabel mit Wärme und bestärkte damit das unzerbrechliche Band zwischen ihnen, trotz der Zeit und der Distanz. In diesem Krankenhauszimmer, in den letzten Momenten ihres Lebens, erfuhr Diana etwas Tiefgründiges und Wertvolles, die Schönheit wahrer Freundschaft, eine Liebe, die keine Erwartungen oder Vorwürfe kennt. Es gibt Freunde, die so eng werden, dass sie zu Geschwistern werden. In der Wärme von Isabels Nähe fand Diana Trost und Frieden in dem Wissen, dass sie nicht allein war, um Lebewohl zu sagen. Ihre Geschichte lehrt uns eine wertvolle Lektion über die Bedeutung wahrer Freundschaft. Echte Freundschaft ist ein Schatz, der gepflegt und gehegt werden muss. Sie bringt Trost in schweren Zeiten, erhellt dunkle Momente und teilt die Freude über Erfolge. Im schnellen Rhythmus des Lebens ist es leicht, eine Antwort aufzuschieben oder eine Verbindung auf später zu verschieben, doch das Morgen ist ungewiss und wir wissen nie, wie viel Zeit uns noch bleibt. Kommentieren Sie unten, was Sie von dieser Geschichte halten und aus welcher Stadt Sie uns zusehen. Hinterlassen Sie ein »Gefällt mir« und abonnieren Sie unseren Kanal, damit wir gemeinsam eine große Gemeinschaft aufbauen können, die inspirierende Geschichten teilt. Vielen Dank fürs Zuschauen.